Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und somit auch zu einem neuen Projekt, was ich jetzt hier oder was uns jetzt hier die nächsten Videos hier begleitet. Und zwar habe ich mich dazu entschlossen, ich baue mir einen neuen PC auf, wegen mir auch Gaming-PC. Und dazu lade ich euch natürlich recht herzlich ein und würde mich freuen, wenn ihr mich auf diese Reise mit begleitet. Eins vorweg. Als ich mich dazu entschlossen habe, mir einen neuen PC aufzubauen und ich angefangen habe zu suchen, was ich für Komponenten nehme und so weiter und so fort. Also das Thema Computer aufbauen ist doch nicht mehr, ja, sag mal so, eine günstige Angelegenheit. Also Hardwarepreise sind echt enorm hoch, wie ich finde. Sehe Grafikkarten, was Grafikkarten kosten, sei es jetzt dahingestellt, ob das jetzt von Nvidia ist oder AMD, diese Radeon-Grafikkarten, die Preise sind echt gepfeffert. Und ich kann jetzt schon so viel sagen, dass zu dem System, was ich aufbauen möchte, also ich habe mir eigentlich schon die ganze Hardware ausgesucht und bestellt. Es ist leider noch nicht alles da. Beziehungsweise eigentlich ist nur ein Teil da, was wir uns jetzt dann auch gleich angucken, und zwar ist das Gehäuse. Aber wie dem auch sei, siehe Grafikkarte, die Grafikkarte, die ich mir bestellt habe, ja, macht so circa 45% meines Budgets aus. Ich habe mir vorgenommen, nicht höher als wie 2500 Euro zu gehen, drunter ist besser. Und ja, es sind fast 2500 Euro geworden. Und da habe ich schon so einige Kompromisse machen müssen, damit ich nicht über mein Budget rüberkomme. Ich weiß auch jetzt schon, dass wenn ich dann die Komponenten dann in meinem nächsten Video vorstellen werde, es bestimmt so einige Kommentare gibt oder einige Leute gibt, die meinen, wie kannst du nur, warum das und nicht das und tralala und hier. Aber darauf gehe ich später ein. Heute wollen wir uns mal das Gehäuse anschauen, für das ich mich entschieden habe. Und eins muss ich sagen, das Gehäuse war auch nicht gerade sehr günstig. Mit Versandkosten liegen wir bei 180 Euro. Aber da muss ich auch sagen, ich habe mich in das Gehäuse verliebt. Und das steht hier. Und ich denke mal, wir gucken da mal jetzt rein. Beziehungsweise wir holen das jetzt aus dem Karton und gucken mal. Zu den Gehäusen noch ganz kurz, das ist Magnesium Gear NeoCup 2 mit Infinity Display und für 180 Euro. Also es gibt Gehäuse, also eigentlich, ja, da sind auch schon mit Gehäuseventilatoren dabei. Dieses Case hier kommt blank, da ist nichts dabei. Und deswegen 180 Euro ist natürlich echt ein Brocken. Der hat auch einen Großteil, ne? Ich hätte auch mir um die Hälfte günstiger vielleicht ein schönes Gehäuse zulegen können. Aber ich habe mich drin verliebt. Ich konnte nicht anders. Ja, das, was ich hätte um die Hälfte sparen können, hätte vielleicht jetzt in eine bessere Hardware reinfließen können. Aber sorry, das bin halt ich. Ah ja, wenn sich jetzt einer fragt, warum tust du nicht deinen alten PC neu, also aufrüsten? Die Überlegung hatte ich auch schon, aber dann, ja, wenn ich jetzt einen aktuelleren Prozessor haben will, muss ich das Mainboard auswechseln. Und ja, brauche einen neuen Prozessor. Eventuell, ja, wollte ich auf alle Fälle den RAM erweitern. Grafikkarte auch. Hat bis jetzt auch immer ausgereicht, aber ich habe hin und wieder streame ich mal und habe jetzt mal so aktuellere Spiele genommen, als wir die sonst gespielt haben. Und da habe ich festgestellt, das wird schon alles ganz schön knapp. Vor allen Dingen auch mit der Grafik. Die Grafikkarte ist, ja, halt alt, ne? Ich glaube, als ich den alten Computer zusammengebaut habe, das hatte ich ja hier auch am Kanal gezeigt, ist schon ein bisschen länger her. Der hat so etwas mehr um 700 Euro gekostet. Dann habe ich natürlich noch das Case getauscht, weil ich mit den alten anderen nicht zufrieden war. Musste mir nochmal ein neues Netzteil holen, weil ich mit dem, was ich mir damals bestellt habe, auch nicht zufrieden war.
Hab mir noch einen neuen Kühler gekauft, habe mir noch neue Lüfter gekauft, Gehäuselüfter gekauft, weil die anderen zu laut waren. Und im Endeffekt kann man sagen, bin ich dann auch so auf 1000 Euro gekommen. Also war schon damals auch nicht ganz so günstig, ne? Wie dem auch sei, ich habe jetzt viel zu lange gelabert und wir packen jetzt, ja, das Gehäuse aus. Also wir wechseln die Position und auf geht's. Hier ist er drin, der NeoCup 2 Magnesium Gear powered by Pentex. Okay, was immer das ist. Und ich würde sagen, ich drehe die ganze Kiste mal um. Aufgemacht habe ich, weil so kriege ich den nicht aus. Deswegen werden wir jetzt mal hier das ganze Ding mal auf den Kopf stellen. Ich hoffe, das funktioniert, ohne dass ich jetzt irgendwas kaputt mache. So. Oh ja, es rutscht schon. Okay. So. Da ist das gute Stück. Steht jetzt irgendwie ja, am Kopf. Jetzt mal ganz vorsichtig das Styropor hier abmachen. Also ich sag mal so. Das Case ist nicht gerade das leichteste Metall. Also das ist schon echt ein wahnsinnig so, ich weiß gar nicht, wo ich da Platz habe, aber ich habe mich, wie ich schon erwähnt habe, extrem verliebt in das Gehäuse. Machen wir schnell die Folie ab hier, beziehungsweise die Tüte. Und so. So schaut er aus. Wir haben vorne eine Glasfront mit Bedienelementen auf der, ja, wenn man jetzt davor steht, auf der rechten Seite. In dieser Front sind LEDs eingebaut, die hier einen herrlichen Infinity-Look zaubern sollen. Da bin ich schon sowas von gespannt drauf. Das ist das, was mir so gefallen hat, wo ich mich so verliebt drin habe. Glas, Hartglas. Genauso wie hier. Es ist richtiges Glas. Kein Plexi, das ist richtig. Für 180 Euro sollte man das auch erwarten. Die Rückseite sieht dann ungefähr so aus. Wir haben übelst viel Platz in dem Gehäuse. Ja. Ihr könnt es hören, nichts aus Plastik. Viel Einlässe. Also das ganze Case hier hat viel Mesh. Also es sollte genügend Luft zum Kühlen reinkommen hier. Dann jetzt hier die andere Seite, genau dasselbe. Hier auch alles Mesh. Schön. Und auf der Unterseite darf ich hier keinen Fehler machen, dass ich hier etwas kaputt mache. So. Hier auch. Wir haben hier sogar einen Staubfilter. Ach, den kann man hier rausziehen, wenn ich das so richtig... Ein Staubfilter. Und Junge, also das ist schon ein echt tolles Gehäuse. Auf den Füßen sind jetzt noch hier, sind gummiert, damit es keine Kratzer eventuell auf den Schreibtisch gibt, wenn man den auf den Schreibtisch stellen will. Jetzt würde ich sagen, versuchen wir mal das ganze Gehäuse zu öffnen. Bin schon sehr gespannt. Wenn ich mir das hier so angucke und die Blende hier so sehe, ich glaube, man kann hier noch einen zweiten Computer mit in ein Gehäuse, also zwei Computer in ein Gehäuse einbauen. Einmal das Hauptsystem und dann hier wahrscheinlich mit so einer, wie heißen die denn? Nicht Micro ATX, sondern ITX, weiß jetzt gar nicht. Ja, eine bessere Intel-Plattform, wo schon die CPU noch eine Grafikeinheit ist. Und hier haben wir auch noch, wo man dann vielleicht hier so eine Capture-Karte intern verbauen kann. Und da kann man hier den Hauptrechner haben und auf der Seite den Streaming-Rechner. Muss natürlich dann ein Netzteil haben, was enorm viel Power hat. Aber okay, wir wollen jetzt erstmal öffnen das Gehäuse. Um jetzt die Seitenteile abzukriegen, denke ich, weil wir nichts anderes haben, wir können die jetzt hier nicht das Glas oder sowas irgendwo abheben, dass wir jetzt hier oben die Schrauben lösen müssen.
Wow, die Handschrauben sind extrem angezogen. Mal ein bisschen locker machen hier. Okay. Oh, ich fürchte, es wird ein langes Video werden, schon allein, weil ich am Anfang gequatscht habe. So. Und jetzt einfach ab. Hier nochmal schön Mesh. Und jetzt sollte man eventuell auch schon die Scheibe abkriegen. Wie funktioniert das? Ah, ich sehe schon. Wir müssen die anheben. Wow. Also das ist wirklich eine richtig massive Glasplatte. Hier noch mit hier Schaumstoff schön versehen, damit kein Dreck reinkommt und alles schön abgedichtet ist. Und die andere Seite wird wahrscheinlich genauso gehen. Wir drehen also die Schraube hier wieder raus und wieder ab damit. Erstmal vorziehen ein Stück. So. Und hier ist dasselbe. Einfach ein bisschen anheben und rausziehen. Jo, Junge, was für ein Gehäuse. Jo, wir haben hier einen Mittelsteg und dahinter verbirgt sich noch eine Verpackung. Mal gucken, was wir hier alles drin haben. Kabelbinder und Schrauben und eine Bedienungsanleitung. Okay. Schrauben, Abstandshalter. Den Mittelsteg kann man wahrscheinlich auch abnehmen. 2 Schrauben müssen wir lösen, hier oben. Bloß nicht wegkommen jetzt hier. Das wäre fatal. Oh. So. Und rausziehen. Und das ist der Mittelsteg. Perfekt, um hier SSDs anzuschrauben. Ich glaube 1, 2, 3, 4 Stück an der Zahl. 2,5er. Und dann sehen wir hier schon die ganzen Kabel, die wir hier mit dabei haben. Und das Schöne ist, für Kabelmanagement, wir haben hier Klettverschluss. Diese Öffnung hier für die Kabeldurchlässe sind gummiert. Das ist schön, da schneidet man sich nicht die Hände, wie bei manchen anderen Case. Und dann haben wir natürlich hier noch alle nötigen Kabel schon mal mit. Ein SATA-Anschluss für die RGBs, denke ich mal. Was haben wir hier? RGB-Fan. Dann hier die ganzen Kabel für das Bedienelement. Wir haben hier ja, USB 3. Dann das Audiokabel für Frontpanel. Und das hier. Ja. Also alles Wichtige dabei. Und wie ich schon erwähnt habe, wir haben keine Lüfter, die es als Zubehörlage gibt. Alles selber kaufen. Das geht nochmal alles ins Budget. Aber ich denke mal, bei so einem Case, da kauft man sich doch lieber das Zeug doch selber, um seine Ideen zu vervollständigen. Ja, drehen wir das ganze Ding nochmal. ATX. Board bis diese ganz großen, wie heißen die? EATX? Ich weiß es gar nicht. MATX, also eigentlich kriegt man hier alles rein. Und wir haben Platz für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 920 mm Lüfter. Könnten aber auch noch 1, 2, 3, 4 oder 6 von den 140ern einbauen. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Und ich bin schon echt gespannt. Oder hier oben einen großen 300er Radiator. Also man kann ja schon so einiges machen. Da sind den Fantasien wahrscheinlich keine Grenzen gesetzt. Ja, ich freue mich schon. Wir haben hier für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 von den Blenden hier hinten. Also man kann da schön bestücken, wenn man es will. Vielleicht 2 Grafikkarten. Man weiß es nicht. Also ich kann euch jetzt schon sagen, bei mir nicht. Übrigens sind hier schon Abstandshalter für das Board mit drin. Also die muss man nicht noch zusätzlich da einschrauben. Das ist auch ganz nice. Ich freue mich schon, wenn das soweit ist, dass ich hier die Komponenten einbaue. Ja,
das ist das Gehäuse, in das ich mich verliebt habe. Und ich freue mich wirklich, wirklich schon, hier die anderen Hardware-Komponenten einzubauen und wie er dann in Aktion aussieht, dieser ganze Tower hier. Vor allem, wenn dann dieser Infinity-Lichteffekt noch zur Geltung kommt. Übrigens habe ich überhaupt erzählt, wir haben hier einen Power-Knopf, einen Reset-Knopf. Wir haben hier vorne noch zwei USB-Anschlüsse. Es müsste USB 3 sein und ein USB-C Anschluss und natürlich dann halt Kopfhörer / Mikrofon, ja, 3,5 Klinkenanschluss. Und das war es auch gewesen. Ich finde, das sieht echt nice aus, schön clean. Was haltet ihr denn von diesem Tower hier? Findet ihr den auch so nice wie ich oder eher nicht? Gut, das sieht dann also ein bisschen blöd aus, aber die Folie nehme ich erst ab, wenn alles eingebaut ist und dieser dann quasi lauffähig ist. Und deswegen wirkt das jetzt vielleicht ein bisschen blöd, auch mit den Stickers hier vorne dran. Aber ansonsten, ja. Wie dem auch sei, das Video ist schon wieder ganz viel zu lange geworden. Und in dem nächsten Video zu diesem, ja, ich baue mir einen Gaming-PC. Ich glaube, ich nenne das auch so. Clickbait. Stelle ich die ganzen Komponenten vor, die ich mir für diesen PC bestellt bzw. auch schon gekauft habe. Und bin da mal auf eure Reaktion gespannt. Wie gesagt, ich musste auch einige Kompromisse machen. Ich meine, wenn man ein Budget hat, was unendlich ist, da kann man natürlich bauen ohne Ende. Aber wenn man sich so ein Budgetziel setzt, sollte man den auch nicht überschreiten. Unterschreiten ist immer besser, dann hat man vielleicht noch ein bisschen Reserven, falls man noch was nachkaufen muss. Aber ja, wie dem auch sei. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Abonniert mich bzw. diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet zum nächsten Teil dieses tollen Projektes. In meinen Augen tollen Projektes und ich hoffe in euren auch. Und deswegen sage ich jetzt erstmal, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao!